Das Trinkwasser ist bei uns sehr gut geschützt. Jedes Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland muss wissen, welche Risiken für seine Anlagen und seine Wasserressourcen bestehen. Jeder Wasserversorger verfügt daher über ein eigenes Risikomanagement. Neben diesen Risikomanagementsystemen der Wasserversorger gibt es Vorsorgekonzepte für die öffentliche Trinkwasserversorgung sowie eine Notfallvorsorgeplanung. Dabei wurden Extremwetterereignisse allerdings bisher nicht berücksichtigt. Das soll sich jetzt ändern. Die bisherige Sichtweise, Dürren oder Starkregen als nachrangig zu betrachten, hat sich aufgrund des Klimawandels grundlegend geändert. Mit einem Risikomanagementsystem werden nach einem festgelegten Ablauf mögliche Gefährdungen für die Trinkwasserversorgung beschrieben, bewertet und geeignete Maßnahmen dagegen festgelegt. Ein Team um Geoökologin Friederike Brauer vom TZW analysiert für das Projekt Trinkextrem, wie Extremwetterereignisse in die vorhandenen Risikomanagementsysteme angemessen integriert werden können. Wir betrachten im Risikomanagement ja Ereignisse, die möglicherweise die Wasserqualität beeinträchtigen können und bewerten die anhand von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dadurch, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit damit eingeht, werden extrem seltene Ereignisse häufig als geringeres Risiko eingestuft. Da möchten wir jetzt entgegenwirken, indem man eben durch eine geringere Gewichtung der Eintrittswahrscheinlichkeit auch diese Ereignisse mehr in den Fokus rückt. Das ist vor allem deswegen auch wichtig, weil im Zuge des Klimawandels diese Ereignisse ja tendenziell zukünftig häufiger werden. Um das Risikomanagement vor allem im Einzugsgebiet an die Extremwetterereignisse anzupassen, müssen wir erstmal identifizieren, welche Extremereignisse sind eigentlich die relevanten für dieses Gebiet. Dazu betrachten wir zum einen historische Daten, also was für Ereignisse haben auch in der Vergangenheit möglicherweise schon stattgefunden, schauen aber auch die Wetterprognosen an, die wir von verschiedenen Stellen bekommen. Da ist zum einen zu beachten, dass möglicherweise Ereignisse stattfinden, die unter normalen Wetterbedingungen überhaupt nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel die Mischwasserentlastung bei Kläranlagen, also dass einfach große Mengen von ungeklärtem Abwasser freigesetzt werden, weil die Kläranlage überlastet ist durch die hohen Niederschlagsmengen. Und all diese Faktoren haben wir jetzt im Risikomanagement für die Extremereignisse zusätzlich berücksichtigt. Im Projekt Trinkextrem wird außerdem an der Anpassung bestehender Vorsorgekonzepte gearbeitet. Aber was sind Vorsorgekonzepte? Und warum müssen sie für Extremwetterereignisse angepasst werden? Die Umweltingenieurin Nathalie Wick von der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Bestehende Vorsorgekonzepte für die Trinkwasserversorgung fokussieren sich auf außergewöhnliche Ereignisse wie Hochwasser, Stromausfälle oder Cyberangriffe. Diesen Ereignissen ist gemeint, dass sie meist nur bis zu wenigen Tagen andauern und keine Auswirkungen auf das Wasserdargebot besteht. Daher beschäftigen sich auch bestehende Handlungsempfehlungen nur mit Zeiträumen von wenigen Tagen. Wenn es nun aber zu Hitze- oder Dürreperioden kommt, können die Auswirkungen deutlich länger bis hin zu mehreren Jahren andauern. Daher ist eine Anpassung der bestehenden Konzepte notwendig, sodass dann hier auch die Auswirkungen auf das Wasserdargebot mit berücksichtigt werden. Die Vorsorgeplanung ist ein Teil des Risiko- und Krisenmanagements. Es ist eine wichtige Schnittstellenarbeit zwischen Wasserversorgern als Teil der kritischen Infrastruktur sowie den Katastrophenschutzbehörden. Aus diesem Grund haben wir in Trinkextrem die assoziierten Partner, zum einen das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz und zum anderen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an Bord. Die in Trinkextrem entwickelten Konzepte werden mit diesen assoziierten Partnern diskutiert und somit der Transfer in den staatlichen Katastrophenschutz gewährleistet. Wirklich beeindruckend, auf wie vielen Ebenen sich die Wasserversorgung in Deutschland auf das Phänomen von häufigeren Extremwetterereignissen vorbereitet. Die verschiedenen neuen digitalen Tools und Methoden haben wir in unseren vorigen Videos vorgestellt. Sehr vorausschauend finde ich das Risikomanagement, das jeder Wasserversorger individuell für sein Versorgungsgebiet erstellt.
Um Gefährdungen bereits vor dem Eintreten von Schäden zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, wird es zukünftig außerdem angepasste Vorsorgekonzepte geben. Im Projekt TrinkExtrem haben Forschung und Praxis gemeinsam Anpassungsstrategien für Extremwetterereignisse ganz konkret in neue digitale Werkzeuge und Methoden umgesetzt. Denn das Trinkwasser muss in allen Situationen ganz besonders geschützt werden.